Hallo, heute backen wir einen Schmandkuchen, also Schmandtorte. Und zwar nach einem deutschen Rezept, und Mojnak und Nitika möchten das gerne festhalten und deshalb haben wir hier alles aufgebaut, alle Zutaten, und los geht es mit dem Teig. Zuerst muss man den Teig machen, aber zuerst formen wir mal diese Backform mit ein bisschen Fett. Und damit wir den später auch gut rauskriegen, kommen dabei ein paar Semmelbrösel da rein. So, die brauchen wir für den Teig. Also da kommen jetzt 200 Gramm Mehl, 200 Gramm, ja, 75 Gramm Zucker. Dann brauchen wir noch ein halbes Backpulver. Halbes. Ja, das war schon ein halbes. Ja. Ein Ei. So, das wäre es jetzt schon für den Teig. Jetzt müssen wir den Teig. Nee, ach, noch die Butter noch. Unsalzig? Nein, ja, die ist ein bisschen gesalzen, ja. Und da brauchen wir jetzt 65 Gramm. Eine Schüssel? Nö. Hoppala. Ah, guck mal, ziemlich richtig. 67 geht. Das Ganze wird verknetet, dass wir einen schönen Teig bekommen. Wie mal hast du die Kuchen gebacken? Wie oft? Wie oft oder wie mal? Oh, wie viel Mal? Oh, 50 Mal. Alle Leute mögen diesen Kuchen. Er ist auch nicht schwierig zu backen und er gelingt eigentlich immer. Ja, das ist meine Lieblingskuchen. Ja? Ja. Ja, da gibt es noch mehr Leute, die sagen immer Lieblingskuchen zu dem her. Meine Hände waren vorher gut gewaschen. Ja, gut. Danke, brauche ich es noch nicht. Habt ihr gut geschlafen? Ja. Ach, ich war schon um 2 wieder wach. Oh, warum? Ich weiß nicht, weil es so heiß war, habe ich dann im Bad das Fenster weit aufgemacht und jetzt wird der Teig ausgerollt. Gucken, ob das groß genug ist. Ja, geht. Hier, das kann man da drunter schieben. Dann kriegt man das besser da in die Form rein. So, jetzt haben wir hier einen Boden und jetzt müssen wir noch einen Rand formen. Wenn der nicht so gleichmäßig ist, macht das nichts. So, jetzt kommt die Füllung. 1 Pfund Magerquark,
Quark, Magerquark, ohne Fett, ja, ist der. Du hast ja alles. Ja. So, das Ding brauche ich noch mal. Jetzt kommen da rein, hoppla, 3 Eier. Die haben aber sehr dünne Schalen. So, jetzt kommen noch 2 Becher Schmand da rein. Das ist vielleicht besser hier zum Fotografieren, der Deckel. Schmand. Jetzt kommen 150 Gramm Zucker. Ein Vanillepudding, der hält das nachher schön fest, weißt du? Die Eier und der Vanillepudding, die halten das, dass der Quark da nicht wegläuft. Jetzt brauche ich noch ein Achtel Liter Milch, 3/4 Tasse Öl. Das ist Sonnenblumenöl. Bei mir sind es 125 Milliliter, glaube ich. Ja? Gut. Jetzt kommt noch das Öl und die Milch rein. Und dann müssen wir das Ganze mixen. Milch. Probier mal. So, und jetzt wird das Ganze auf diesen Teig geschüttet. Dazu brauchen wir wieder mal diesen schönen Wischer. Und ab in den Ofen zum Backen. Gebacken wird es 1 Stunde bei 150 Grad. Also eigentlich sagen Sie hier 50 Minuten, aber das ist zu wenig. Also ich backe immer 1 Stunde. Ja.